Hörst du das? Die Stimme in deinem Kopf kannst nur du, Adi. Oh, Mama. Klick. 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 Das entspricht nicht der Qualität einer Schweizer Botschaft. Für Führungsqualität, man braucht einen klugen Kopf. Aber den Respekt des Teams erkämpft man sich mit praktischem Talent. Ein wahrer Meister bei Arbeit. Mach dich nur lustig. Ich hätte auch ein fantastischer Schreiner werden können, par exemple. Sympathisch, wenn die Leute so bescheiden sind. Abstellen! Abstellen! Drück keine Tränen! Dann mach Spaß! Hugo! Hugo! Warte doch wieder! Ich glaube, deine Schreinerkarriere ist auf der Table. Malfunktion, la Ventilator. Marisol, kann ich 3 Flaschen Tequila auf Getränke dealen? Wow, was ist denn da passiert? Hurricane Adi. Also Hurricane-Witze zu machen in so einem Land. Oh, Por Dios bendito. Adi, das musst du nähen. Ach, das ist nur eine Kratzer. Es ist eine Fleischwunde so tief, dass man hier nicht sieht. Und der Rest davon. Pflaster. Pflaster. Ja, sofort. Pflaster. Ui. Dann ist die Einweihung vom Windsurf Club und dann geben Sie heute noch das Interview zum Trend-Helvetica-Abkommen. Schweizer Fernsehen? Oder sogar die Deutschen? Lokal? Sie können die Leute hier vor Ort vom Abkommen überzeugen. Live im Fernsehen. Ist nicht meine Zielgruppe. Walti ist tot. Was? Also, naja, vielleicht nicht tot, aber weg. Fernando, von wo? Also, Walti und ich haben ja mit dem Regionalgouverneur gesprochen, während unserer Eisenbahnstrecke. Weil sie hatten ja keine Lust. Keine Zeit, Fernando, keine Zeit. Nach dem Treffen gab es einen Apero. Was, der Walti hat gesoffen? Sie haben ihm doch gesagt, Er soll nicht zu viel saufen. Ja, verdammt, komm auf den Punkt. Gerade sprechen wir über die Umweltaktivisten, die gegen unsere Zugstrecke kämpfen. Und plötzlich springt Walti besoffen auf und schreit: Ich gehe zu Ihnen in den Wald, ich regle das. Und sag weg war er. Der Walti? Ist zu den Aktivisten? Und du bist ihm nicht nachher? Signora Botschafterin, die Gegend ist sehr gefährlich. Huren Amateur. Das bringt mein ganzes Abkommen in Gefahr. Wie soll ich denn jetzt Bern oben jetzt erklären, dass mir ein Konsul abhanden gekommen ist? Sie könnten eine Verlustanzeige machen und Bern schickt einen neuen? Es geht hier um einen Konsul und nicht um einen Pass. Ich könnte in den Wald. Nein, Lupe, ich kenne dich. Du fackelst den ganzen Wald ab. Yo estoy a favor de la paz. Ich bin eine Frau des Friedens. 20 Sekunden braucht sie, um ein Sturmwerk zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. 20 Sekunden. Also mal ganz hypothetisch. Stell dir mal vor, einer Botschafterin wäre im Dschungel ein Mitarbeiter abhanden gekommen. Was würdest du ihr raten? Wie im Dschungel abhanden gekommen? Wie der Mogli? Änder wie der Bruno Manser. Nur wäre unser Manser zum Beispiel ein besoffener Konsul, der im Urwald auf die schiefe Bahn geraten ist, statt mir meine Zugstrecke zu legen. Der Walti? Was macht denn der im Dschungel? Wir haben eigentlich heute Abend gegessen Gobella und dann vielleicht... Was? Du und der Walti? Na ja, alles kann, nichts muss, oder? Klar, easy. Ja, also was ist? Er ist einfach dort spaziert, um mit diesen Urwaldaktivisten zu verhandeln. Oh, als Konsul wäre das aber nicht seine Aufgabe gewesen, oder? Sondern von ihrer Chefin. Also, Und dann hat die hypothetische Chefin von dieser Botschaft in ziemlich existenziellen Problemen stecken. ja, Puta Madre, Gott verdammt nochmal. Gut. Was würdest du ihr jetzt raten? Also, hypothetisch. Ihr raten, meinen Jeep zu nehmen, in den Dschungel zu fahren und das ganze Problem vor Ort selbst zu lösen. Und das wäre nicht ein bisschen übertrieben? Nein, übertrieben wie der Helikopter. Der Jeep ist perfekt. Dritter Schlüssel von links. Ach, die Schweizer. Marisol, ich bin für den Rest vom Tag ausser Haus. Top-Level-Diplomatenzeug.
Ihr habt in dieser Zeit die volle Verantwortung über die Botschaft. Madame Botschafterin! Laut Bundesgesetz für auswärtiges Dienstpersonal, Artikel 3.17, sollte ich als Vizebotschafter die Verantwortung übernehmen. Alles Gute, Abend. Ah, Seria, Sie sollten den anderen sehen. Der andere war ein Ventilator. Ja gut, ich schmeiße den Laden einfach zusammen. Kopfführung ist ja modern heutzutage. Frau Botschaft. Fernando! Außeneinsatz! Hey, ja, moin! Vámonos! Hallo? Warum ist das Konsulat unbesetzt? Wo ist Arturo? Ausgenockt mit dem Denkenfieber. Und Konsti? Es ist 9 Uhr. Wir haben die Pflicht, unsere Kultur zu repräsentieren. Und das heißt auch pünktlich zu... Tranquilo, Adi. Wir sind hier in Lateinamerika, da sind die Zeit ein bisschen flexibler. Hier ist der Fragenkatalog fürs Interview. Wer hat gesagt, einer von euch übernimmt das? Das Interview für die Nachrichten zum Zugabkommen. Das wäre selbstverständlich ich als stellvertretender Botschafter. Sicher nicht. Ich habe das Abkommen mit der Bea verhandelt und du kannst nicht mal richtig Spanisch. O sea, ¿cómo se habla la entrevista en español? Claro que sí, explícame. Macht das unter euch aus. Hauptsache, es wird perfekt. Hallo? Wird man hier auch noch bedient? Bist du zu gut, mit unseren Bürgern zu interagieren? Oder bist du überfordert? Hallo? Am Abend kommt man bis im Mego. Jedes Mal. Es ist schon für Skifahrlos einfach. Nicht so weit. Bonjour, Madame. Wie kann ich... Die sollten auf das Knöpfchen drücken. Ich verstehe nichts. Bonjour, Madame. Wie bitte? Einfach drücken. Der Adi hat am Anfang ein bisschen Mühe gehabt mit den konsularischen Aufgaben. Bonjour, Madame. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ich warte hier seit Stunden, noch länger, und ich hatte jetzt Beschwerden nicht gekriegt über den Lauri-Betrieb. Es tut mir sehr leid, Madame. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte meinen Vornamen ändern. Ihren Vornamen? Ändern, genau. Gehört dir nicht gut. Wenn ihr eins von meinen Hörgeräten... Merci. Die sollten auf das Knöpfchen drücken. Ohr. Knöpfchen drücken. Er kapiert Ohr nicht, meine Nerven drücken. Frau Zybach, Geduldig. Einfühlsam. Unkompliziert. alles Begriffe, die ihr völlig fremd sind. Welcher Name darf es denn sein? Gestern Abend habe ich mich noch für Esperanza entschieden. Aber heute Morgen habe ich plötzlich gespürt, dass das vielleicht doch nicht der richtige Name ist. Vielleicht passt Claudine besser zu mir. Was findet ihr? Guten Morgen, Frau Zybach. Haben Sie schon unseren neuen Praktikant kennengelernt? Was machst denn du am Schalter? Am Morgen übernimmt es eigentlich die Marisol. Du bist spät, Konstantin. Homeoffice. Hallo? Ich zahle euch nicht für das Blödeln mit meinen Steuergeldern. Herrschaft normal. Als Chef ist es wichtig zu zeigen, dass man sich nicht zu schade ist für die einfachen Tätigkeiten. Schaffst du es oder soll ich da übernehmen? Das ist Sie. Sollte ja nicht so lange dauern. Ist ja nicht mehr als eine Amüsbusch. Also nicht Sie sind die Amüsbusch, sondern die Namensänderung. Also nicht, dass Sie nicht eine attraktive ältere Frau wären. Ich hole das Popcorn. Esperanza oder Claudine. Es ist beide so musikalisch. Lupe, querida. Oye, Adi y yo decidimos que yo voy a dar la entrevista. No la vayas a regar, ¿eh? ¿Entendido? Claro que no. Hallo? Ja. Jetzt haben wir's. Claudine, also. Formular A27 zur Namensänderung ist im untersten Fach. Kann ich dir meine Spesen geben? Leg's zum Adi. Der hat heute Verantwortung. Was sucht er? Das A27-Formular. Findest du nicht ein bisschen kindisch? Play Dirty ist das A und so für Diplomatie. Er lernt so in Ruhe Land und Leute kennen, während ich mich aufs Fernsehinterview vorbereite. Hat wieder mal einer von unseren Austauschschülern in eine heilige Ruine geschifft. Nein, sie wollen ein Statement zum Tren Helvetica. Ah, das machst du? Ja, wieso? Bist du nicht nervös? Mit der Zeit hat man eine gewisse Routine.
Ich meine, weil letztes Mal, als du öffentlich geredet hast, ist nachher ein Schlichtungsverfahren. Das stimmt doch gar nicht. Die waren mega unanständig, respektlos. Die haben mich verdammt provoziert. Hilfst du mir? Sagt mal, wie kann ein Mensch so langsam sein? Das ist nicht euer Ernst, oder? Dauert das immer so lange? Kein Papier. Moment. So ein Saftladen. Lumpenbude ist das. C'est quoi ce bordel? Voilà. Okay, also da steht, dass du 10 Sekunden Zeit hast für Antwort. Okay, easy. Gut. Also, erste Frage. Wie ist das Handelsabkommen zustande gekommen? Und go. Vielen Dank für diese nette und aufmerksame Frage. Als Handelsattaché, Kulturattaché und Menschenrechtsattaché bin ich quasi dreifache Expertin für dieses Projekt, an dem... Was? Was willst du mich verarschen? Komm, wir machen es einfach direkt nochmal. Und go. Lassen Sie mich doch zuerst erklären, worum es beim Zugabkommen, dem Tren Helvetica, überhaupt geht. Es ist eine bilaterale Zusammenarbeit, die natürlich... Was? Was weiss sie von mir? Ja, nein, antworten. Das muss man doch erklären, es kommt ja kein Sau draus, Chingana Madre. Vielleicht solltest du doch den Adi fragen? Habt ihr den Adi mit der Zibach gesehen? Ich glaube, er schafft es direkt auf dem Spitzenplatz. Was macht ihr? Die Maris soll für ein Fernsehinterview vorbereiten. Du gehst ein Fernsehinterview? Ja, warum? Nicht. Nur so. Konnten die Verhandlungen auf Augenhöhe geführt werden? So die dumme Frage. Wie soll eines der reichsten Länder der Welt auf Augenhöhe mit so einer Bananenrepublik wie dieser verhandeln? Sagt ihr mir's? Und? Perfekt in der Zeit. Einfach den Namen schreiben, hübsch muss es nicht sein. Jetzt hetzet mich nicht! Bienvenidos a la Embajada Suiza. Bienvenidos. Bienvenidos. Lupe, bieten Sie unseren Gästen doch schon mal ein Getränk an. Ich komme gleich nach oben. Marisol macht doch... Nein, nichts Marisol. Ich als im Protokoll die Botschafterin vertretender führe das Interview. Yo me llamo Adrián, soy el FICE. Aprendo español de... Podríamos posponer la entrevista para mañana. No, mañana. Ahora. Ich als Ihr Vorgesetzter sage Ihnen, ich mache das heute. Zigzag. Síganme, por favor. Gut, dann haben wir... Grüß dich, Frau Zübach. Claudine, seid ihr noch da wirklich sicher? Heisst nicht eure verhasste Cousine so? Ich glaube, die hat recht. Ein neues A27, bitte. Okay, let's go. Werden nie wieder mal. Nächstes bitte. Buenas, buenas. Marisol, Yo soy la encargada del proyecto Tren Helvetica. Nosotros vamos a hacer la entrevista. Esta es una casa de locos. Und wie heisst eure Mutter? Meret. 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 Ja, das wird doch nicht besser, wenn man es mehr sagt. Hm? Yes, yes. Danke. Nächstes bitte. Hallo, wir sind noch nicht fertig. Dilettantisch ist das. Nom de Dieu. Hasta luego. Verteilst du jetzt auch noch Staatsgeheimnisse? Nein, meine Nummer, das war doch Hot. Sowas ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe sogar einen Freund, der schwul ist. Nein, jetzt hör aber auf, Adi. Du bist ja hure progressiv. Danke. Du musst aber keine Angst haben. Ich bin nicht schwul. Ich stehe nur auf alle Menschen. Herr Zibach, vielleicht doch Solidad? Das ist ja auch ein schöner Name und das ist ja eine grosse Entscheidung. Ja. Next. Okay. Du schaffst das, gell? Ja. Einfach easy peasy. Locker flockig. Einfach schnaufen. Du bist eine Queen. Schnaufen. Durchschnaufen. Ja, Celina, ich habe es verstanden.
Und wenn gar nichts mehr geht, dann tust du einfach, als würdest du ohnmächtig werden. Gehst bitte raus. Ballet. Hey, das ist mehr ein Nachname. das Formular zu Hause ausfüllen und das nächste Mal wieder mitbringen. Was ist das Problem mit dieser alten Verrückte? Wie? Bitte? Frau Siebach, es tut mir so... Nicht, was ich höre. Wir sehen uns vor Gericht. Unglaublich, der Typ. Nicht schlecht fürs erste Mal. Für die Spitze langt es nicht, aber Top 3. Wir haben so einen Wettbewerb am Laufen. Wer wird Siebach am schnellsten los? Weißt, die kommt jede Woche. Marisol, einsam an der Spitze. Tada! So, machen wir dir noch einen Notpass, dass du heim kommst auf Passersdorf, hä? Qu'est-ce que c'est? Selina, Schwarzfahren, hohe Geschwindigkeit, urinieren in der Öffentlichkeit, das sind keine Spesen, das sind Bußen, das zahlen wir nicht. Nein, du nimmst es einfach auf dich. Dir als Diplomat wird es erlassen. Wegen der Immunität. Checkst? Du musst mir nichts erzählen über Immunität, Selina. Wir haben uns auch im Ausland an die Regeln zu halten. So, alle mal zuhören. Nom de Dieu. Die Botschafterin hat mir die Verantwortung für diese Botschaft übertragen und ich bin schockiert. Schockiert! Arrête-toi! Was ich entspricht in keinster Weise den Standards einer Schweizer Botschaft. Adi. Adrien, nicht Adi. Private Spesenabrechnungen, Bestechungen, aufgeklebte Passwörter, kaputte Drucker, Unpünktlichkeit. Das ist ein riesiges Chaos hier. Écoutez, Diplomatie. 2 minutos. No me tardo. Das bedeutet Hierarchie, Ordnung und Arbeiten nach Protokoll. Dios mío. Nichts Dios míos. Das hier ist heute meine Botschaft. Ja, aber die Botschaft brennt. Wie? Feuer! Alle Ventilatoren aus! Ihr löscht euch an! Hilfe! Hilfe! Ich brenne! Enseguida vuelvo. Wer hat den weggestellt? Ohne den überhitzt unser Helvetii Print. Was ist denn hier los? Ich wollte nur an das Protokoll erinnern. Oh, du, die Scheißprotokoll. Die Botschaft hier funktioniert vielleicht nicht nach deinen Standards, aber sie funktioniert. Und wenn ihr jetzt bitte ruhig sein könntet, ich habe ein Interview zu geben. Aber ich mache das Interview. Listo. 3, 2. Y ahora pasamos con la embajadora suiza que nos contará cómo el tren Helvética cambiará el futuro de nuestro país. Señora embajadora. ¡Wey! No soy la embajadora, soy la agregada de comercio, la encargada del proyecto del tren Helvética. Perdón. ¿Cuál fue la pregunta? Ni siquiera he hecho la pregunta todavía. No, sí, dale, dame la pregunta. Bien, entonces, el tren No, Helvética... que me des la pinche pregunta, cabrón. Dios mío. Disculpe. Das Abkommen wird sowohl wirtschaftlich wie auch politisch ein großer Schritt in eine gemeinsame Zukunft sein, von der beide unsere Länder profitieren werden. Ich glaube, sie ist schon lange abgestellt. Das war schon die falsche Sprache. Los mato. Los mato a los dos. Und, wie war das Interview? Oh. Das Interview ist... Ich muss euch gestehen, dass ich mich... Ich muss zugeben, Frau Botschafterin, dass ich Marisol vollkommen unterschätzt habe.
Es war eine ganz einmalige Interview. Seht ihr, Adrian? Nicht immer die Frauen unterschätzen. Was schmürzelt da innen eigentlich so? Frau Botschafter. Ich wollte meine Tortillas rellenas machen und zum Glück haben wir einen größeren Brand verhindern. Sehr gut. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, was ich für einen beschissenen Tag hatte. Und vor allem bin ich für genau gar nichts durch diesen scheiß Dschungel geirrt. Ist das ein Blutdeckel? Wahrscheinlich schon, Marisol. Wahrscheinlich schon. Jetzt willst du wahrscheinlich weiter schauen, gell? Du kannst streamen, da. Auf Play SRF. Das Zugabkommen muss sofort gestoppt werden, sonst töten sie mich. Jetzt redest du einfach mal mit dir. Ja, super. Wir reden mit Terroristen. Ich mache immer noch so Scheissjobs. Kann ich dir irgendetwas helfen? Ich kann mich nicht um dich kümmern. Stellen sich unter die Türrahmen! Ich sagen, dass unserer Botschafterin Sicherheit scheißegal ist. Was ist das für ein Tonfall?